Hallo Leute, der Soro ist wieder da mit der nächsten Folge Starfield. Ja, schön, dass du dabei bist und zuschaust. Und so ein bisschen diesig, wie das hier aussieht, ist irgendwie meine Stimmung immer noch so ein bisschen. Weil Sarah ist tot und ich konnte noch nicht mal was machen. Das Spiel hat mir noch nicht mal eine Wahl gewaschen. Und das fand ich nicht so richtig schön. Finde ich nicht schön. Es geht halt nicht anders. Ja, wir sind an unserer Basis. Wir haben mal ganz viele Sachen ausgeladen. Und ich habe da irgendwie noch was angebaut. Das brauche ich aber eigentlich gar nicht. Aber ich habe vor allem hier noch ein größeres Windrad gebaut. Ich kann jetzt größere Windräder bauen. Habe da ein bisschen was noch erforscht. Und es gibt jetzt, ich kann jetzt so größere Container bauen. Die sind breiter. Also die sind quasi so breit wie zwei. Und haben auch die doppelte Lagerkapazität. Leider tatsächlich wirklich nur die doppelte. Also, das Ding hat 150 und 152 drin. Auch lustig. Und das Ding hat 75. Also es ist wirklich genau das Doppelte. Allerdings sind sie vom Bauen, brauchen sie weniger Ressourcen als wir hatten da den Stein hingelegt, als zwei kleine. Ja. Vielleicht gibt es auch noch ganz große, aber zumindest das habe ich gemacht dafür und eigentlich für alles. Also auch das sind so große und das sind große und dahinter sind große, weil das war alles ein bisschen oder zum Teil schon ein bisschen sehr voll. Und jetzt ist wieder ein bisschen Platz. So, das habe ich in der Basis gemacht. Ja, sonst war aber jetzt nicht viel im Off und wir müssen, wir werden, also allzu viel, ich habe hier noch irgendwelche Sachen und das Ding, keine Ahnung, sprich mit Hüter Aquilus. Und das ist wohl auch in, hier, einmal will ich hier zur Loge. Ich habe im Übrigen im Off, also ich habe nochmal mit Wladimir gesprochen auf dem Auge und eine Kraft habe ich im Off noch gesammelt. War jetzt aber auch nicht so, dass ich denke, yeah, okay, völlig das krasse Do you have a Ding. favorite restaurant here? Mine is currently Whetstone, but it changes. Irgendwo gab es ja die Auftragsbörse. I find comfort in the idea that the odds of something killing us here are at an all-time low. Hey, hat sie das gerade ernsthaft gesagt? Hier ist noch totales Chaos. Weil hier hat jemand versucht, uns zu töten. Na, sehr lustig. So, wo ist denn die Auftragsbörse? Unten? Auftragsbörse? Constellation Auftragsbörse. So. Und ich will mal gucken. Nee, ich kann nicht was ich schon habe, anlehnen. 4000 neue rote gläserne Kruste im System der Pub. Also, tut mir leid, sorry, aber das macht nicht. Amen, alles klar. Okay, ne, halt hier einmal reingucken. Nein, da ist auch nichts drin. Gut, dann ist jetzt die Aufgabe, wir müssen mit dem religiösen Führer da sprechen. Ich glaube, so geht die Hauptmission weiter. Und irgendwie, ja, gerade Nebenquests machen aus meiner Sicht jetzt auch nicht wirklich Sinn. Also, ich habe keine Ahnung, was man da jetzt noch machen könnte. Also, wahrscheinlich gibt es noch unglaublich viele Nebenquests, aber ich war ja so sehr viel auch unterwegs mit allen möglichen Sachen. Beispiel hier drüben. Ich erinnere mich. Was denn das? Hier. Ja, das war ja dieses Ding. This space is a memorial to those lost during the Colony War. Your consideration is requested. Genau. Wo ist eigentlich das Mädchen? Das ist auch gerade eine Frage, die ich mir stelle. Hat sie das mitbekommen? Ja, das war ja Sarah besonders wichtig hier. Und, tja. Okay. Just one quiet day. Ich glaube, hier hinten war ich nie. Yes.
They build a monument to the people they lost, but not the people they killed. Restart Collective im. Okay. Yes, exactly. It's like When someone insults you, you want to just beat the shit out of them sometimes, but you don't. well, not quite what I was thinking, but that's actually a great example, Marcus. The man in the story was cruel. Do you know why he was cruel? You must feel what he feels, understand his pain, accept it, and deliver it not back. Okay, wir machen mal kurz ein Foto hier. Mit dem Typen soll ich hier reden. Ja, der guckt halt so darüber. Das ist, Irgendwie tue ich mich mit diesem Fotomodus schwer. Manchmal. So. Gut. Empathy. You mean empathy? But you say it like it's easy. Like anyone can just love. He's giving me a lot to think about. Oh, hi there. I'm Marcus Lestat. Glad to hear it. It's an exciting... Actually, we've had a few visitors. I'm wondering, would you like to go check in with those visitors and welcome them back? Well, that's why. We want a new face like yourself. Aha. Ich muss darüber nachdenken. No problem. Take all the time. Die anderen sind jetzt auch alle weggegangen. Jetzt habe ich das hier komplett unterbrochen. Never forget what the FC did. Never forget. The FC is nothing but a bunch of warmongers and murderers. What's my problem with them? Really? The Colony War was the Freestar Collect... I know. It feels good. The FC won't get away with it. Well, I want it. The fact that there's even a... Tear it down. Absolutely. Okay. Bye. Gut, ich dachte, das wird vielleicht irgendeine Art von Sidequest, aber anscheinend nicht. Gut, dann reden wir jetzt mit dem hier. Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Matteo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Keeper, we were hoping to talk to you about unity. You want to subject your friend here to one of our talks, Matteo? The future of humanity is always a long discussion. No, that's not exactly what I meant. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps you should talk about this inside. Okay, ja. Even just the sound of his voice is comforting, I guess. Okay. Öffnen. Nimm mal die Tür richtig auf. Oder? So. Sprich mit Hüter Aquilus. I'm happy to help out in whatever way I can here. Anything Was? Thomas needs. I'm here Da for ist you. er. Okay, Tür.
Kommst du mit rein, bitte? Machen wir die Tür wieder zu. So, und setzen uns. Nehmen wir meinen Helm nicht ab. Nein. Oh, now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? They're like nothing we've ever seen, Keeper. Gravitational distortion, sub-audio harmonic sequencing, unidentifiable energy fluctuations. I caught half of that. So, these things are unusual? Even in your experience? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun, and he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code? A way of finding the pilgrim again, or at least his grave. Yes, something must be there. I just can't put my finger on it. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and Varun have versions of this story. The Enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. Varun worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Okay. Na gut, dann vielen Dank dafür. Dann haben wir jetzt zwei andere Leute, mit denen wir reden sollten. Okay. Nichts. Sonst auch nichts. Ja, doch, warte mal. Hier hin. New Atlantis, ja. Okay. Haus Varun ist im Unterdings-da-Geschoss irgendwo. Und das andere... Ja, weiß nicht genau. I appreciate that they have not demolished the structure, even if diplomacy has ended for now. It may not have been their intention. Representative. Apply today at the nearest kiosk. Kann man hier was kaufen? Und oder verkaufen eigentlich? Bin ich hier nie wirklich umgeschaut. Outland. You're only as safe as your equipment. I would never dream of selling. Yes, by all means, have a look. Okay. Hat der hier Anzüge? Definitiv nicht. Aber verkaufen aus Schiffsinventar. Ich habe hier immer total viele Waffen.
Also extrem viel hat er jetzt auch nicht. Ja, ich habe die von Sarah noch. Mal gucken, ob wir welche noch an Andrea geben. Denke ich mal fast so. 130. Be careful out there. Yes, you need. What have you got for me? So, was hat sie denn? Waffen? 3. Sind 475. Nein. Ach so. Kann ich gar nicht aufs Schiffsinventar zugreifen. Na gut. Okay. Zumindest mal wieder ein bisschen was verkauft. Echt krass, dass die Händler so wenig Geld haben und zum Teil wirklich nur 3 Waffen verkaufen kannst. Das war's dann. Finde ich schade. Wow. Hey, no funny stuff with that. Ach, da ist. So, wo müssen wir denn hin? Raumhafen. Hafen? Okay. Gut. Dann geht's nach unten ins Unterdeck. Ja, ich habe mich so Job hier einmal rüber gehüpft. Ist schon lustig. So, und Ebene wählen. Unterdeck. Lege gerade irgendwas. Müsste ich mal die Ärztin aufsuchen. Ja, mal gucken. Gesundheit? Nee, sieht aber alles. Keine irgendwie komischen Sachen. So. Die können wir aber auch noch verkaufen. I'm telling you, Bianchi, something's wrong with the boots you sold me. I wear them to the metro. Suddenly, the shuttle runs late. I buy a cup of coffee, and the barista screws up my order. It's like I'm walking under ladders with a broken mirror in my pocket. And the only time it happens is when I'm wearing your boots. So, what do you want me to do about it? I want a damn refund. Fine, fine. I'll take the boots back. Just don't tell anyone you bought them from here. I You got won't find contacts anything on at Enric's. Stock may The not places happen where to good make a deal. selection goes You to need die. stuff, I need credit. Take your time. I got all day. Okay. Oh, der hat ja sehr viel Credits. War natürlich, wenn der auch immer alle Stiefel zurücknehmen muss, ist das kein Wunder. So. So. 17. Wieder was. Hey, take it easy. Personally, I think they... Ugh, right. She's the third customer. The boots might... Like most of my supply from... But after the second customer... Turns out they were seized from a... And risk releasing whatever's inside. I don't doubt it. Hey, you're a pilot, right? I've heard of a UC station. You go there and stash these boots in a... Okay. Finally. Here, I'll... Glücksstiefel hinzugefügt. Okay, das machen wir aber nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal Hauptmission weiter. Vielleicht kommen wir da mal in die... Wir müssen nach unten, oder? Hier die Welcome to the House of Enlightenment. If it's about the financial or food assistance programs, we are back. Oh, you're not. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of... Our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. A man walks into the first House of Enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person?
That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Besides what the Keeper would say about it, sounds like a gathering point, or a center. Or in mathematics it would mean one, like the one, the first or the beginning. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got... Okay, so. Hin? Mensch. Da unten da ist. So, okay. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Poster. Ist schön da zu machen, aber ich krieg sie. Achso, da oben. So. Und dann müssen wir da lang. As a tracker agent, my duty is to inform and advise. Kiosk, mit dem war ich schon. Noch irgendwas, wo man Sachen verkaufen kann? Muss ich jetzt wieder hoch? Na gut, ja, anscheinend. Raumhafen. So. Also irgendwas mit 2. 2, 2, 2, 2, 2. Scheint eine wichtige Zahl zu sein. Was das bedeutet? Ich habe keinen blassen Schimmer. So. I do find that statue pleasing. I wonder if it matches the original vision of the artist, or if they changed the design as... New Atlantis puts on a wonderful show of security, does it not? Ja, aber wenn dann mal ein Starborn kommt, aber klingt irgendwie viel besser als Sternblütler auf Deutsch. Also wenn dann mal ein Starborn kommt, dann ist nicht mehr so viel damit. A visitor? I have all the company I need. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy, and delivers the killing blow. That is all. I have heard of no such thing. If it exists, it is a shadow that the Great Serpent casts to deceive the faithless. Then we are done. Leave me. Also wir haben
4 und 120 und 2. 2, 4, 120. If this shift doesn't end soon, my man is not gonna be happy. Okay. Bin ich jetzt nur so bedingt, komme ich damit weiter. Um es mal so zu sagen. Also genau genommen sagt mir das jetzt gar nichts. Okay, also wir müssen wieder in den Geschäftsdistrikt und dann nochmal mit dem Hüter sprechen. Vielleicht kann der uns ein bisschen besser erklären, was 2, 4 und 120 bedeuten. Also 120 Tage sind auf einem Planeten vergangen. Okay. Can we run through it one more time? Ja, super. Reicht zu. Ach, bin ich nicht hochgekommen. Sanctum Universum. Da ist er. Guten Tag. Oh, you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories? Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. What else did you learn? If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Yes, that's it. The second planet in Indum, at 4 and 120. That's where you'll find the Pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? Ah, but what makes something like that holy? Gravity is all. It is one of the great contradictions of belief. We feel the presence of... So you think this word Well, I won't keep you any... Okay, ich habe jetzt irgendwas ausgewählt. So, das heißt, wir müssen nach Indum 2. Okay. Kann ich hier eine Schnellreise machen? Auf Karte. Indum 2. Hier war ein Tempel, den habe ich schon erkundet. Ruhestätte des Pilgers, da war ich auch da. Da war ich schon. Ich habe mir das zwar nicht angeschaut, aber da war da war eine Kraft,
war die eine Let us Kraft, see what wonders of life this die planet ich hosts. dann noch gemacht habe, nachdem ich das Video beendet hatte und mit Wladimir gesprochen. Ruhestätte das. Gucken wir uns hier mal um. Ein Buch, Aufzeichnung des Pilgers. Okay. Wohin zurück? Nein. Vermutlich. Nur rausfinden, von welcher Seite. Von hier. Oh, oh. Hier müsste mal jemand aufräumen. Feuerlöscher, der hängt noch an der Wand. Wenn ein Feuer ausbricht, wähle Wert. Jetzt. Pilgers 04. Alles klar. Das Teppichmesser, das berühmte, das findet sich überall. Was? So ganz klar werde ich nicht aus dem, was er da von sich gibt. So viel kann ich schon mal sagen. So, gut, dann haben wir uns hier jetzt umgeschaut. Dann gehen wir mal hier in das Haus hier rein. Genau, wenn uns mal einen Keller gab. Generator aus. Nicht. 01. Okay. Credits hier öffnen. So hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. I am crazy. Amt habe ich auch noch nie gelesen. Amt crazy, alles klar. Lange in den verschlossenen Raum. Kleines PS5.
Aha. Besonderer Kompass. Nehmen wir den mit. Ne, besonders ist, nehmen wir ihn mit. Was ist daran besonders? Okay. Mal speichern. Dann gucken wir mal. Wenn dich die Suche nach den richtigen Antworten hergeführt hat, kennst du auch die richtige Frage. Ja, wieder deine Frage mit einer Anwendung. Ja, hast beantwortet. Was ist die? Dein größter Gegner. Quelle dauerhaften Zufriedenheit. Okay. So. Das war jetzt richtig. Jetzt sind wir hier. Uns nochmal umschauen. Nicht. Credits, Lichtmittel, nehmen wir mit. Noch was? Credits. Aber ich habe so das Gefühl, die Credits braucht er nicht mehr. Credits. Das der Aufzeichnung des Pilgers. Hüter 2 verbirgt die Insel den Skorpion. Der Stachel des Skorpions verbirgt die Wahrheit. Begib dich in den Stachel des Skorpions auf so weiter. Okay. Ich denke mal, da ist mein Schiff. Pack. Begib dich nach Indium 2. Da bin ich doch schon längst. Warum habe ich das noch als Option drin? Das mache ich. Das ist aber ziemlich hohe Schwerkraft. Ja. What does your scanner reveal? Können. Ah! Den haben wir fertig. So. Nein. Hinsteigen. So, weil ich den Scanner noch anhabe. Und ich nicht einsteigen. Auch lustig. So, muss ich jetzt immer noch mich nach Indium 2 begeben? Ja. Nach Indium 2. Dann gehen wir jetzt mal hier raus und hoffen, dass wir damit zumindest diese Aufgabenteil noch erledigt haben. Sonst bleibt der hängen und dann... Okay. Mal gucken, was wir hier an Sachen haben. Ressourcen, die können wir packen. Waffen habe ich, glaube ich, keine. Die... Okay.
Gut, dann Cockpit. Und dann fliegen wir mal nach Space. Erstmal müssen wir nach Hüter 2. This never gets old. Lift off. Nothing like hitting orbit. Okay. Finde den Stachel des Skorpions auf Hüter 2. Hello? Do you read me? Hello there. Thank you for responding to my hail. It's been a long... I'm Dr. Sola Banglawala from Mast. I flagged you down to see if you might... I can't thank you enough. I'm in the market for... I understand. Thanks for stopping. I'm going to try my luck in another... Sorry, this is taking... So... Okay. So, was auch immer sie da will. Egal. So, jetzt gucken wir mal. Nein, ich kann eigentlich hier rüber gucken. Auf Karte zeigen. Das ist Schüler. Es ist ein Level 40 System. Es gibt ja noch deutlich höherlevelige Systeme. Deswegen verwundert mich das so ein bisschen. Also gefühlt haben wir schon einiges hier von der Story. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon Richtung Finale der Story geht. Weil dafür sind eigentlich viel zu viele Systeme noch nicht erforscht. Und viel zu viel noch unbekannt. Ich wollte ja auch immer noch mal auf die Erde zurück. Okay, so, wir sind in Hüter angekommen. Ich werde jetzt hier erstmal Schluss machen mit der Folge. Vielleicht helfen wir dem noch. Okay, ich mache hier erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Bis dann.